Facebook gepostet, dass wir in Alaka sind und nach einem Couchsurfing-Host oder sowas suchen. Und es hat wirklich einer zurückgeschrieben, der leider selber nicht da ist, aber so wie es aussieht, gehen wir jetzt gleich irgendwie zum Haus von seiner Mutter und schlafen da. Abschied nehmen von der Familie, es war richtig nett, also wir hatten eine richtig schöne Zeit. Teşekkürler, thank you very much. We wait for you. Thank you, We wait. thank you, we will come back, thank you very much. Teşekkürler. Es war unglaublich, uns fehlen wirklich die Wörter, um das zu beschreiben. So freundlich, so nett. Hatten eben noch Mittagessen bekommen. Jetzt ist es, glaube ich, 2 ungefähr, ja, 2. Wir haben schon die nächste Einladung in Çorum. Das sind jetzt ungefähr 50 Kilometer von hier. Wohl auch ein bisschen bergauf. Müssen wir uns anstrengen, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Wir sind jetzt in Çorum und wir haben hier bei Yusuf geschlafen, in seinem Zuhause. Und wir waren gestern Abend noch unterwegs mit ein paar Freunden von ihm und hin und her. Und wir waren gestern noch beim Fernsehsender bei TV19 und haben noch ein kleines Interview gegeben. Das war richtig interessant, richtig spannend. Wir können euch hier nochmal ein Bild einblenden. War richtig witzig. Und jetzt fahren wir mit Ömer, der bringt uns noch ein bisschen raus aus der Stadt, in ein paar Kilometer. Mit dem fahren wir jetzt zusammen quasi los und weiter Richtung Samsun. Wir sind jetzt immer noch in Çorum, im kleinsten Basar der Welt oder im schmalsten, der engste Basar der Welt. Es ist wirklich ziemlich eng, wir kommen hier so gerade mit unseren Rädern durch. Ja, der hat jetzt zu, deswegen kommen wir hier durch. Ja. Crazy. How is this place? Great. You like it? Yes. Amazing, interesting place. Merhaba. Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Arkadaşlar Almanya'dan misafirimiz dünya turu yapıyorlar bisikletle. Çok sağ olun. Çorum'u gezmek istedim. Teşekkürler. Kısaca tanıtmak istedim. Bari çarşımız varmış. Kolay gelsin, hayırlı işler abi. Almanca hoş geldin demek ne demek? Willkommen. Willkommen, willkommen. Danke, danke. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Türkçe. Yes, teşekkürler. Welcome, welcome. O da İngilizce. Güle güle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Goodbye. Das war schön. Wieder einen richtig freundlichen Menschen getroffen. Genial.
mal wieder ein richtig fetter Campingspot an so einem geilen See. Da vorne, irgendwo da wird morgen die Sonne aufgehen. Das wird, glaube ich, auch ziemlich deluxe. Fetter Ausblick. Ja, von da kommen wir irgendwie. Hab hier so einen guten Zeigestock am Start. Schön, heute wieder gut was geschafft. 63 Kilometer aus Cherum losgefahren. Ja, sei es nochmal gesagt, wir hatten eine richtig coole Zeit da. Wieder tolle Menschen getroffen, gestern Abend noch mit ein paar Leuten irgendwie Bier getrunken. Ne, nicht Bier hier, Chai. Hier wird halt natürlich kein Bier getrunken. Sondern da geht man abends unterwegs Aber und es trinkt ist Tee. genauso gemütlich wie beim Bier trinken. Richtig toll. Regnet immer heftiger. Zufällig habe ich hier so eine Brücke, so eine Unterführung gefunden. Guck mal, wie sich das jetzt entwickelt mit dem Wasser hier drinnen. Aber sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ich denke nicht, dass wir hier untergehen werden. Hier werden wir unser Zelt aufschlagen, denke ich. Schwarzen Meer. Wir sind jetzt quer durch Türkei gefahren, von Mersin nach Samsun. Durch Berge, Schnee, Regen, Wind, alles geschafft. Sind jetzt da und blauer Himmel, strahlende Sonne, total schön. Und jetzt fahren wir Richtung Georgien an der Küste entlang. Sind wir auf der Suche nach unserem Couchsurfing-Host. Muss hier irgendwo in der Gegend sein, kann nicht mehr weit sein. Da vorne, super. Eine Eskorte von unserem Couchsurfing-Host Zilik hat uns noch 10 Kilometer begleitet. Uns noch ein bisschen die Stadt gezeigt. Sehr nett wieder, richtig cool. Und jetzt fahren wir weiter Richtung Ordu. Kurz vor Ordu wollen wir heute irgendwie ankommen. Davor wird es noch einen fetten Tunnel geben. 4 Kilometer Tunnel. Mal gucken, wie das wird. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit.
Traktoren, die man umfahren muss, dann auf der anderen Seite LKWs, die ja, aber jetzt ist das Auf jeden. Geschafft. Genau, fast unter der Brücke, unser Campingspot für heute. Aber wieder ganz schön jetzt das Zelt aufzuschlagen. War die letzte Woche irgendwie so echt fast gar nicht. Ne? Einmal oder zweimal, 2 Nächte oder so in der letzten Woche, sonst immer Couchsurfing oder irgendwie eingeladen. Und ja, wir schlafen auch ganz gerne im Zelt, deswegen ist es jetzt ganz nett, mal wieder im Zelt zu schlafen. Noch was, irgendwann, wann war denn das? Keine Ahnung, vor 20 Kilometern oder so, habe ich festgestellt, dass meine Felge kaputt ist. Sieht man das? Ich habe es da schon angemalt. Ja, man sieht es. Da ist ein Riss drin, ne? Da ist ein Riss in der Felge. Ich weiß auch echt nicht, naja, wieso, gut, irgendwie, ja, ist halt kaputt gebrochen, aber wir sind jetzt 13.000 Kilometer gefahren und 2 Bremsklötze oder zwei Sätze Bremsklötze sind durch. Eigentlich darf die echt noch nicht kaputt gehen. Ist echt scheiße. Aber naja. Morgen, wir sind jetzt in Ordu bei einem Hotel. Egas Hotel. Olga guckt sich da gerade ein Zimmer an. Wir werden es jetzt so machen, dass Olga hier 2 Nächte bleibt. Ich heute Abend mit dem Bus nach Istanbul fahre, mein Hinterrad mitnehme. Habe ich mir auch schon ein Ticket gekauft. Um 16 Uhr geht der Bus. Und morgen früh um 6 Uhr soll er dann in Istanbul sein. Und dann werde ich zu dem Radladen da gehen. Das wurde mir jetzt von Rohloff empfohlen, von dem Kundenservice. Da habe ich gestern Abend noch angerufen. Die haben gesagt, dass es hier in der 0815 Werkstatt in der Türkei wahrscheinlich nicht klappen wird. Und wir haben halt auch irgendwie spezielle Felgen, habe ich jetzt rausgefunden, von Rigida. Und das wollen wir halt auch wieder haben alles. Und das hat nur der Fahrradladen da in Istanbul. Bisiklet Gezgini oder so heißt der. Der wurde uns auch irgendwie schon vorher empfohlen. Und genau, dann werde ich morgen dann zu dem Radladen gehen. Und morgen Abend dann hoffentlich wieder zurück nach Ordu fahren. Und übermorgen früh bin ich dann im Idealfall wieder hier. Und dann können wir weiterfahren. Schauen wir mal, wie das klappt. Aber naja, ist nun so. Blöd ist auch ein bisschen, Olgas Visa ist nur noch für 7 Tage, dann haben wir die 60 Tage voll, die sie hier bleiben darf. Und es sind noch 360 Kilometer, glaube ich, bis Georgien. Alles ein bisschen außerplanmäßig, aber naja, irgendwie machen wir das schon und ich hoffe mal, dass es einfach in Istanbul jetzt alles so klappt. Das wäre natürlich genial. O zaman gitmesin. Kurze Pause an der Tanke. Wir sind jetzt seit 3 Stunden oder so unterwegs, glaube ich. Wir sind echt fast die ganze Zeit die Strecke gefahren, die wir die letzten 5 Tage oder so, glaube ich, gefahren sind. In 3 Stunden. Ziemlich verrückt. Und auch irgendwie ein komisches Gefühl. All die Erinnerungen, die wir, oder all die Sachen, die wir da gemacht haben und geschafft haben. Durch den Regen und durch den Schnee gefahren und alles Mögliche. Über 5 Tage hinweg uns da durchgequält. Jetzt sind 3 Stunden das Ganze mit dem Bus zu fahren. Schon ein komisches Gefühl. Am Bus gibt es die ganze Zeit Tee.
und Getränke und so, das ist total cool. Und ist auch nicht so voll, also ist ganz gemütlich, passt schon. Bin gut in Istanbul angekommen, ist jetzt 6 Uhr morgens ungefähr. Und ich bin jetzt ungefähr 3 Kilometer weit weg von dem Fahrradladen, da werde ich dann nachher gleich hinlaufen. Ich werde mich jetzt erstmal noch hier hinsetzen und schön gemütlich ein bisschen frühstücken und warten, bis es ein bisschen heller wird. Ich weiß nicht so ganz genau, in welchem Viertel ich hier unterwegs bin. Aber alles cool. Sehr schön, ich habe das Rad abgegeben. Er hat eine neue Felge da und er hat mir versprochen, dass er es heute noch fertig macht. Ich muss nicht da warten. Er meinte, um 18 Uhr ist es spätestens fertig. Jetzt ist es 10. Ich habe Glück gehabt, eigentlich macht der Laden erst um 11 auf, aber er war schon da. Und geil, jetzt kann ich mir auch einen Tag Istanbul angucken. Richtig fett. Ich bin in Karaköy am Wasser, quasi am Bosporus angekommen. Richtig fette Aussicht. Jetzt chill ich hier ein bisschen. Nachher nehme ich mir noch mal eine Fähre und fahre dann einmal rüber auf die Westseite von Istanbul. Jetzt bin ich auf der asiatischen Seite noch, im Osten. Jetzt bin ich zurück in Europa. Ziemlich abgefahren. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich so schnell jetzt zurückkomme. Verrückt. Michael ist jetzt gerade in Istanbul. Ich bin alleine in meinem Hotelzimmer. Gestern habe ich schon die Wäsche gemacht. Und jetzt mache ich ein paar Bilder für Blog und versuche noch ein Video fertig zu bekommen. Und wir hoffen, dass es bei Michael in Istanbul jetzt alles klappt und dass der schnell zurückkommt und wir weiterfahren können. Reifen ist wieder heil. Und ich sitze im Bus auf dem Weg zurück nach Ordu. Richtig fett. Bin mega glücklich. Ist hier irgendwie so ein Busterminal oder sowas. Und morgen früh um 8 oder 9 sollen wir dann in Ordu sein. Da hole ich Olga dann im Hotel ab. Hoffe ich mal, dass ich heute Nacht irgendwie noch ein bisschen schlafen kann, dass ich nicht so fertig bin. Schon ein anstrengender Tag gewesen irgendwie. Aber auch ziemlich cool. Ja, mega cool. Hat alles geklappt. Und ich konnte mir noch schön ein bisschen die Stadt angucken, habe noch eine coole Bootstour gemacht. Los geht's weiter auf die Straße. Genau, wir haben schon gefrühstückt, Sachen gepackt, Tagebuch gemacht, Bus gefahren. Und jetzt müssen wir mein Hinterrad gleich noch einbauen. Noch die restlichen Sachen runtertragen. Dann geht's weiter. Boah, ich bin ziemlich kaputt. Mal gucken. Wir sind wieder vereinigt. Ja. Räder sind gepackt, jetzt kann es weitergehen. Jo. Jetzt geht's nach Georgien los. Wir haben nur 5,5 Tage Zeit, bis mein Visum abläuft. 2 Tage haben wir verloren, müssen wir den nachholen. 350 Kilometer.
unser Campingspot für heute. Leider ein bisschen dicht dran an der Straße. Wird wohl ein bisschen laut werden mit den ganzen LKW, aber sei es drum, passt schon. Dafür sind wir direkt am Meer, haben einen geilen Ausblick. Man kann nicht alles haben. Genau. Und Michael ist ganz schön müde, der hat 2 Nächte nicht geschlafen, deswegen müssen wir jetzt sofort die Lage aufbauen. Genau, was Besseres finden wir nicht. Und wenn das hier schlecht sein soll, dann weiß ich auch nicht weiter. Guten Abend, wir sind jetzt im Bezirk Trabzon angekommen. In der Stadt sind wir noch nicht, das sind noch 50 Kilometer oder so. 10? Okay, und eigentlich wollten wir uns jetzt gerade so ein bekanntes Trabzon-Brot kaufen. Da seht ihr die. Und das kostet 10 Lira? Das verkaufen die entweder im Ganzen oder in Stücken. Aber vielleicht, wenn wir weiterfahren, gibt es eine kleinere Version davon. Ja. Weil 10 Lira ist unsere Tagesration jetzt. Bei der Bäckerei angehalten, um Brot zu kaufen, und dann wurden wir direkt zum Tee eingeladen. Noch nett geschnackt, richtig cool. Und zum Schluss haben sie uns noch eine kleine Tüte Brot geschenkt. Perfekt, jetzt haben wir unser Brot und mussten nichts bezahlen. Guten Abend! Wir haben hier einen richtig coolen Campingspot entdeckt, direkt am Meer. Und wir haben herausgefunden, warum es Schwarzes Meer heißt. Der Sand hier Schwarz. ist echt richtig schwarz. Das sieht so abgefahren aus. Ich weiß nicht, ob man es so auf dem Video sieht. Das ist so crazy. Der ist echt richtig schwarz. Gucken, da bauen wir, denke ich, das Zelt auf. Heute 95 Kilometer gemacht. Glaube ich. 95? 94. 94. Sind jetzt noch irgendwie 200 oder sowas bis Georgien. Und noch 3 Tage Zeit. Ja, ne? Ja. Kommt hin, irgendwie so. Wird nochmal ein strammes Programm, aber machen wir schon.
Ein Trabzon-Eck. Gibt's heute zur Suppe. Guten Abend. 102 Kilometer gefahren heute. Neuer Rekord. Aber jetzt haben wir das Problem, dass wir nicht so richtig einen Campingspot finden. Das Ganze sieht hier so aus. Die ganze Zeit ist es so eine scheiß Steinküste mit so großen Steinen. Gibt übrigens wieder einen fetten Sonnenuntergang nachher. Da vorne ist Olga am Suchen. So sieht's aus. Hier wächst der Tee. Geil. Alles voll mit Tee hier. Alles voll. Die ganze Küste. Echt heftig. Hier kommen die neuen Triebe schon raus. Der ganz kleine. Da, hier kommen die neuen Triebe, ja. Das ist nachher der erste beste Tee, wenn man die jungen Triebe erntet. Dann geht es nachher immer so weiter. Und? Ein bisschen staubig über der Straße. Guten Abend. Ihr seht es, wir nähern uns der Grenze zu Georgien. Die LKWs stehen hier. Es sind noch 20 Kilometer bis zur Grenze. Aber die LKWs stehen hier schon. Richtig krass. Richtig, richtig krass. Es sind tausende von LKWs. Und ja, das Ding ist halt, heute ist Sonntag. Ich denke mal, sonntags dürfen in Georgien keine LKWs fahren. Deswegen kommen sie heute nicht rüber und müssen morgen mit uns rüber. Heute ist unsere letzte Nacht in der Türkei und ja, wir haben einen wunderschönen Ausblick. Ihr habt eben die ganzen Trucks da gesehen, ich habe es ja eben schon erzählt. Ziemlich crazy, mal gucken, was da morgen an der Grenze auf uns zukommt. Heute ist genau 58. Tag in Türkei. Das ist jetzt meiste Zeit, dass wir in einem Land verbracht haben, insgesamt mit den 2 quasi Touren. Haben sehr, sehr, sehr viel Spaß dabei gehabt, ganz schöne Landschaften gesehen, tolle Leute kennengelernt. Ja, es war richtig cool. Wir wurden so oft eingeladen und wir haben die Gastfreundschaftlichkeit. Ja, Gastfreundschaftlichkeit. Gastfreundlichkeit oder nicht? Egal, die Leute waren so nett zu uns. Wir wurden zum Tee eingeladen, zum Essen, zum Übernachten, zum Bier. Es wurde einfach mit uns geredet. Es war so unglaublich toll und wir sind so glücklich, dass wir in dieses Land gekommen sind. Und wir hoffen, dass das Land auch in Zukunft so bleibt. Es war einfach wunderschön. Und ja, morgen geht es weiter nach Georgien. Wenn euch das Video gefallen hat, oder wahrscheinlich werden es 2, 3, 4 Videos oder so im Endeffekt von der Türkei sein. Wenn euch das gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da, teilt das, erzählt es euren Freunden, euren Familien. Abonniert uns. Abonniert uns. Und ja, wir werden morgen jetzt die letzten 20 Kilometer nach Georgien fahren. Da seid ihr dann noch ein bisschen dabei.
Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bleibt dabei. Tschüss. Ziemlich gut aus, muss ich sagen. Hier hinten, da die Taschen, genau. Gucken wir mal. Es können oben noch meine Taschen rauf. Oben kommen noch meine Hintertaschen rauf.